Dein Traumjob ist ausgeschrieben, du willst die Stelle unbedingt haben. Es geht um viel. Es geht um Karriere, es geht um Geld oder vielleicht auch Beförderung. Mit einfachen Mitteln kannst du deine Wirkung um ein Vielfaches steigern. Welche das sind, zeige ich dir im Video. Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Auftrittsexpertin, Moderatorin, Rednerin und Trainerin. Ich führe auch Bewerbungsgespräche hier an der Moderatorenschule Baden-Württemberg und es gibt eine Sache. Wenn du die machst, bist du direkt am Anfang bei mir raus. Was das genau ist, das erzähle ich dir später. Ich möchte dich auf jeden Fall hier nochmal einladen, abonniere gerne unseren Kanal oder wenn du dich für die Themen überzeugendes Auftreten und gelingende Kommunikation interessierst, dann haben wir einen ganz tollen Blog, der ist kostenlos für dich, also schreib dich da gerne mal ein und dann verpasst du garantiert keinen Tipp mehr. Zurück zum Bewerbungsgespräch. Was kannst du tun, um deine Wirkung zu steigern? Ich meine, selbstredend ist, ja, dass du bei dem Termin pünktlich erscheinst, dass du eine gepflegte Kleidung trägst, also sauber und gepflegt, dass du dein Smartphone ausgeschaltet hast, dass du dich über die Stelle und das Unternehmen informiert hast. Das ist für mich selbstredend, das brauchen wir hier gar nicht erwähnen. Ich gehe davon aus, dass du das auf jeden Fall machst. Was kannst du aber tun, um in dem Gespräch nochmal überzeugender, wirkungsvoller rüberzukommen? Ich habe dir ein paar Tipps mitgebracht. Das erste und der erste Tipp, den ich dir hier gebe, achte mal auf deine Körpersprache. Wie kommst du durch die Tür? Wie gehst du in das Zimmer? Oder wie kommst du auf die Person zu, die dich da begrüßt und die dich interviewen wird? Meine Empfehlung ist, gucke, dass du immer schön aufgerichtet bist, dass du gerade bist, dass du eine gute Haltung hast. Wenn jemand eine aufrechte Haltung hat, dann geht der auch aufrecht durchs Leben. Und das ist doch etwas, was wir uns wünschen von den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und darauf wird jeder Chef, jede Chefin, jeder Personalentwickler achten, wenn er dich einstellt, bist du eine aufrechte Persönlichkeit. Der zweite Tipp, den ich dir hier gebe, ist, achte mal auf deine Hände. Ganz viele Menschen haben die Angewohnheit, die Hände ins Gesicht zu machen, wenn sie sich ein bisschen unsicher fühlen. Das heißt, sie streifen sich an die Augenbraue oder sie fassen sich mal so ein bisschen an die Nase. Wenn die Hände im Gesicht sind, hat der Personaler, die Personalerin das Gefühl, oh, entweder sehr unsicher oder sie sagt hier nicht ganz die Wahrheit. Deswegen achte darauf, dass deine Hände entweder ruhig vor dir auf dem Tisch liegen oder wenn jetzt kein Tisch vor dir ist, auf den Oberschenkeln. Also dass die Hände ruhig sind und wenn du die Hände benutzt, also zum Sprechen, dann dürfen die natürlich gestikulieren, aber bitte, bitte nicht ins Gesicht. Und auf noch was kannst du achten. Wenn du auf die Personalerin, auf den Personaler triffst, dann lächle doch einmal mehr. Lächeln wirkt Wunder, Lächeln macht sympathisch, Lächeln verbindet uns miteinander. Und das sind ja die Menschen, die entweder direkt mit dir arbeiten oder dafür zuständig sind, dass das Team weiterhin gut arbeitet, in das du eingestellt wirst. Und wenn du mit einem Lächeln signalisierst, hey, mit mir kann man gut zusammenarbeiten, dann erhöhst du deine Chancen, den Job zu bekommen. Die nächste Idee, wie du deine Wirkung im Bewerbungsgespräch steigern kannst, ist das Sprechen. Wenn du im Gespräch bist, dann achte bitte darauf, dass du langsam sprichst. Es kann natürlich sein, dass du ein bisschen aufgeregt bist und dazu neigst, also sehr, sehr schnell zu werden. Achte besonders drauf, dich da runterzufahren, ein bisschen in die Entspannung zu kommen, dann wirst du langsamer und das hat auch noch einen Vorteil für deine Stimme. Entspannten Stimmen hören wir lieber zu als angespannten Stimmen. Das heißt also, wenn du insgesamt in die Entspannung kommst, wirst du langsamer und wohlklingender und dann steigerst du schon hier deine Wirkung. Und noch ein Tipp, sprich bitte klar und deutlich. Es kann ja sein, dass du im Alltag die Angewohnheit hast, so ein bisschen zu nuscheln, so ein bisschen die Vokale zu verschleifen. Mein Tipp, konzentriere dich insbesondere fürs Bewerbungsgespräch darauf, da deutlich zu sprechen, also die Zähne ein bisschen auseinander zu machen. Das kannst du vorher auch mit Freunden üben, dass du eben übst, besonders klar und deutlich zu sprechen, damit es dir dann in der realen Situation
ein bisschen leichter fällt. Und ich habe noch einen Tipp für dich. Achte auf dein Mindset. Wir können ja immer nur das veräußern, was wir verinnerlicht haben. Das heißt, wenn du innerlich unsicher bist oder nicht gut drauf bist, dann wird man dir das ansehen, aber auch anhören. Der Körper lügt nie, sagte schon Sammy Molcho, und deswegen sieht man es dir immer an, was in dir vorgeht. Also programmiere dich auf Erfolg, programmiere dich auf positive Emotionen, sage dir, was du gut kannst, was deine Stärken sind und was du jetzt hier für diese Stelle auch zu Markte tragen kannst. Also was ist das, was du verkaufst? Ja, weil das ist ja ein Deal, der miteinander ist. Ja, da will jemanden einstellen und du willst einen Job haben und du hast natürlich etwas anzubieten. Und das würde ich eben auch gut nach außen stellen, natürlich ohne zu protzen und zu prahlen. Du solltest immer bei der Wahrheit bleiben, weil wenn du mehr versprichst, als du später hältst, dann bist du spätestens in der Probezeit wieder raus. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich dir noch verrate, womit du bei mir schon an der Tür direkt wieder raus bist aus der nächsten Runde. Es ist der Blickkontakt. Wenn ich einen Bewerber, eine Bewerberin an der Tür begrüße und ihr meine Hand reiche und sie guckt mich nicht an, guckt weg oder ist abwesend, dann hat sie bei mir keine Chance. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei deinen Bewerbungen.